Hallo und willkommen bei den Matrixern mit dem attraktiven Jonathan und der sympathischen. Shiva. Ja, zu einer weiteren Ausgabe bei den Matrixern. Heute mit dem Thema. Was ist unser Thema heute? Unser Thema ist heute Flugzeugabstürze und Unfälle im Allgemeinen. Genau. Ja, wie kommt es denn zu Flugzeugabstürzen und wer ist daran beteiligt? Das ist ja die Frage. Sind Flugzeugabstürze zufällig? Sitzen die im Flugzeug sitzen, zufällig da drin oder im Auto? Wenn ein Unfall geschieht, ist das alles zufällig? Ja, das ist die Frage. Und wir gehen davon aus, dass jeder einzelne Passagier in einem Flugzeug, das abstürzt, sich mit allen anderen Passagieren abgesprochen hat, in diesem Flugzeug zu sitzen und damit abzustürzen. Richtig, wie ein Date. Die haben sich alle abgesprochen, wir treffen uns dann und dann, um zusammen abzustürzen. Und das ist kein Scherz, klingt makaber, ist natürlich auch ein zwiespältiges Thema. Wir haben auch überlegt, ob wir darüber überhaupt ein Video machen, aber ich denke mal, ihr könnt damit umgehen und wir wissen ja auch, dass wir alles auf der Astralebene absprechen, bevor wir es erleben. Und warum sollten wir dann einen Flugzeugabsturz davon ausschließen? Also ja, auch ein Flugzeugabsturz ist abgesprochen. Ja, das ist das Verrückte daran, weil die Passagiere in dem Flugzeug kennen sich ja untereinander höchstwahrscheinlich gar nicht. Nicht, Oder nur seltenst. Nicht wirklich, nicht Ja. aus dem Alltag jedenfalls. Der eine kommt aus Ohio, der andere kommt aus Alabama, der andere kommt aus Mexiko, der andere kommt aus Argentinien, der andere aus Deutschland. Ne? Und all die Leute steigen also ins Flugzeug, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben. Und sie alle verunglücken mit dem Flugzeug. Und es ist an Bord nicht eine Person, die nicht geplant hätte, in diesem Flugzeug zu sitzen und damit abzustürzen. Es ist sozusagen ein Absturzevent, Ja. dass das stattfindet. Und da können sich eben auf der Astralebene Menschen dazu melden, an diesem Event teilzunehmen. Ist ja auch bei Autounfällen so. Auch bei Autounfällen, wo Menschen ums Leben kommen. Auch bei Autounfällen wird abgesprochen, wer den Unfall verursacht, wer beteiligt ist und auch wer stirbt. Ja, zum Beispiel ist es ja in den meisten Ländern so bei einem Auffahrunfall. Ne? Wer hinten auf das Auto eines anderen Fahrers auffährt, ist schuld, Ja. weil er den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat. Ne? Vor Gericht würde also sagen, ja, Sie sind hinten aufgefahren, deshalb sind Sie schuld, Sie haben nicht genügend Abstand gehalten. Das ist beispielsweise in Arabien anders. In Arabien sagen die, beide sind schuld. Denn das ist Kismet, Schicksal. Ne? Und deshalb sind beide schuld, weil sie beide an diesem Ort zur gleichen Zeit waren und in dem Unfall verwickelt waren. Also freier Wille in dem Sinne. Wir haben uns freiwillig dazu entschlossen, an diesem Event, Unfall, Flugzeugabsturz teilzunehmen. Klingt seltsam, denn wenn man in dem Flugzeug sitzt und abstürzt, hat man sicherlich massiv Panik und wirkt nicht nach freiem Willen. Aber wir müssen ja auch immer bedenken oder unterscheiden zwischen Alltag selbst und dem selbst, das eben abspricht, was geschieht. Und wir können nämlich auch sagen, einiges kommt uns nicht vor, als hätten wir das jetzt hier beschlossen. Denn zum Beispiel wollten wir ja gar nicht nach Paraguay und doch sind wir hier. Ja? Also, wer hat das beschlossen? Unsere Alltagsselbste waren es nicht. Ja, also wurde das auf höherer Ebene abgesprochen, auf Bewusstseinsebenen, die dem normalen Alltagsbewusstsein vollständig entgehen. Und so verhält es sich auch in vielen anderen Dingen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Freundin, dessen Bruder eben in einem Motorradunfall verwickelt war. Und sie rief mich dann eines Tages an und sagte, du glaubst es nicht, mein Bruder liegt auf der Intensivstation, der hatte einen Motorradunfall und wie es aussieht, wird er nie mehr laufen können, Wirbelsäule ist gebrochen. Ja. Und ich habe mir dann auch gedacht, boah, wer sucht sich so ein Schicksal aus? Ne?
das ist ja schon ziemlich harter Tobak. Ne? Und so verrückt es vielleicht klingt, aber die Krankenschwester, die ihn dann verpflegt hat, ne, hat sich dann unsterblich in ihn verliebt und er sich auch in sie. Und er hat sich schon jahrelang immer eine richtige tolle Freundin gewünscht und er hat nie eine bekommen. Er war auch nicht so der hübscheste und auch nicht so der erfolgreichste, was eben Beziehungen anzuleiern betrifft und hat das nie so hingekriegt. Ne? Aber das war sein großer Herzenswunsch, ne? Eine Beziehung zu finden, die wirklich dauerhaft und solide und wunderschön ist. Und das hat er dann plötzlich erreicht. Und da denkt man sich, ja, dann ist aber ganz schön hart. Ne? Wer entscheidet sich denn dafür, seine Wirbelsäule durchzubrechen in einem Unfall, damit er seinen Partner findet? Aber solche Entscheidungen gibt es auf der Astralebene. Da werden andere Prioritäten gesetzt als hier auf der Erde. Hier auf der Erde wird jeder sagen, ja, ich bin doch nicht bekloppt. Ne? Also ich will doch nicht querschnittgelähmt sein, nur damit ich eine Frau abkriege oder einen Mann. Nee, niemals. Ne? Aber manchen Menschen ist das überaus wichtig, viel wichtiger als vielleicht anderen Menschen. Ja, und da kann man schon auf der Astralebene solche Dinge absprechen, ja, oder in höheren Bewusstseinszuständen. Und das hat in diesem Fall auch stattgefunden. Es gibt keine zufälligen Unfälle. Nee, auch die Hinterbliebenen von zum Beispiel dem Flugzeugabsturz, auch die waren an der Absprache mit beteiligt. Also man muss sich bewusst machen, egal in welchem Zustand man sich danach befindet, dass das eben alles freier Wille ist und abgesprochen. Klar fühlt man dann immer noch den Schmerz oder den Verlust des Verstorbenen, aber es war abgesprochen und so gewollt von allen Beteiligten. Ja, das Drehbuch für die Alltagsrealität bzw. für das, was im Alltag geschieht, wird auf solchen höheren Bewusstseinsebenen geschrieben und festgelegt. Und da sagt man, ja, dann und dann machen wir das und dann passiert das und das. Auch der Begriff es passiert ist eigentlich nur in der Alltagsrealität von Sinn, ne? Also hat dort einen Sinn. Und auf höheren Bewusstseinsebenen gibt es solche Begriffe gar nicht wie plötzlich oder zufällig oder eben, ja, unabsichtlich oder aus Versehen. Ne? Solche Dinge gibt es da nicht. Auch nicht sowas wie Glück oder Pech. Das sind alles Begriffe, die nur innerhalb der Alltagsrealität Sinn ergeben, aufgrund unserer Bewusstseinsprogrammierung, aufgrund dessen, was wir eben gelernt haben im Laufe unseres Lebens von unseren Eltern und Freunden und Lehrern in der Schule und im Studium. Aber in höheren Bewusstseinszuständen erkennt man, dass alles, was geschieht, so geschieht, weil es so abgesprochen worden ist. Und Flugzeugunglück oder mit dem Auto einen Unfall bauen oder vielleicht beim Skifahren sich ein Bein brechen, all diese Dinge sind abgesprochen. Natürlich sind auch die schönen Dinge abgesprochen, nur um nicht immer von Unfällen zu sprechen, alles ist abgesprochen. Also auch wenn man den neuen Partner trifft und sich in ihn verliebt, ist das abgesprochen. Oder wenn man einen Lottogewinn erhält mit 10 Millionen, ist das auch abgesprochen. Also alles ist abgesprochen. Oder wenn man seinen Traumjob plötzlich findet, zufällig. Ja. Und natürlich in der Alltagsrealität ist das natürlich spannend, wenn man plötzlich im Lotto gewinnt. Ja. Dann denkt sie, wow, ich habe 10 Millionen im Lotto gewonnen. Und dabei war das alles schon längst so geklärt worden. Ne? Genau. Aber da man sich natürlich an diese Absprachen in höheren Bewusstseinszuständen nicht erinnern kann, fühlt man sich selbst natürlich sehr überrascht. Und wie ein Glückspilz. Und wie ein Glückspilz. Oder wie ein Pechvogel, je nachdem. Ja, je nachdem. Ja. Und das ist eben wichtig, dass man das versteht und begreift. Es gibt keine Zufälle und es gibt auch keine Unfälle. Ja, jedenfalls alles ist Absprache, auch wenn man zum Beispiel ein weltweites Event hat, wie es ja zurzeit stattfindet. Auch das ist abgesprochen zwischen allen Beteiligten. Sind viele Beteiligte, weil es ist ein großes Event, aber auch das ist abgesprochen. Also keiner kann sich da rausnehmen, egal wie er dieses Event erlebt.
ob friedlich und wundervoll, einsam in den Bergen und nur beiläufig was davon mitbekommt oder mittendrin ist im Geschehen. Alles ist abgesprochen, wer wie was, warum und wo erlebt. Ja, genau. Auch bei solchen Krisen, solchen Weltkrisen oder globalen Krisen ist das auch abgesprochen zwischen allen Beteiligten. Auch Krieg. Ja, auch Kriege oder ein Erdbeben. Ne? Wenn zum Beispiel 100 Leute im Zentrum eines Erdbebens stecken, dann haben die sich dazu verabredet, an diesem Zeitpunkt zu diesem Erdbeben hinzukommen, dabei zu sein, teilzunehmen. Ja. Für manche klingt es vielleicht zufällig, weil ich möchte mit meinem Mann zu dem und dem Zeitpunkt Urlaub machen. Ach, wie wäre es denn im schönen Kalifornien? Da verbringen wir diesen Monat unseren Urlaub und zufällig kommt dann ein Erdbeben. Nein, der Urlaub war geplant, auf der Alltagsebene auch, klar, aber vorrangig natürlich auf der Astralebene, um eben an dem Event teilzuhaben. Das war's mal wieder für heute. Würde ich auch sagen. Denkt mal drüber nach. Spannendes Thema auf jeden Fall. Spannendes Thema, richtig. Alles ist Absprache. Es gibt keine Zufälle, 0,0 Zufälle. Und in diesem Sinne, wir danken euch fürs Zuschauen. Wir freuen uns über Kommentare. Wie immer. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis bald. Schöne Absprachen. Macht's gut.